Wie fast immer werden Reis und Eier am Freitag angeliefert und im Restaurant und Hinterzimmer gestapelt. Tangma und Palit sehen sich das an und finden, dass vor allem die Männer vom Reisexpress einen ziemlichen Knochenjob haben. Deshalb beschließen sie, die beiden etwas zu entlasten und ihnen bei der Arbeit zu helfen. Zuerst beim Anreichen der Reissäcke, aber dann packen sie selbst mit an. Zuerst schleppen sie jeder selbst einen Reissack, aber 40 Kilo sind etwas heftig für so kleine Leute. Also bilden die beiden ein Team und nehmen zu zweit einen Sack, das geht schon wesentlich besser. Als dann mit ihrer Hilfe die Schwerstarbeit beendet ist, lassen sie die Katze aus dem Sack. Das heißt, sie lassen die Luftballons aus dem gefakten Reissack. Denn 40 Kilo Säcke von zwei kleinen Kindern schleppen zu lassen, wäre wirklich nicht zu verantworten. Der Dino hat ein paar Säcke mit Luftballons gefüllt, damit die beiden eine kleine Show abziehen können, worauf wahrscheinlich auch ein paar von euch Zuschauern reingefallen sind. Am Samstagmorgen kommen die beiden dann, um das Füllen der Reis- und Eierbeutel zu kontrollieren. Das funktioniert ja ganz gut, aber die beiden finden, dass es ziemlich langsam vorangeht. Also mischen sie sich unter die Erwachsenen und optimieren den Ablauf ein wenig. Die Hilfe wird sowohl beim Reis wie bei den Eiern dankend angenommen. Und siehe da, plötzlich läuft es wie am Schnürchen.
Als dann alles durchorganisiert ist und es nichts mehr zu beanstanden gibt, ziehen sie von dannen und locken den Dino zum Eisverkäufer, der braucht in diesen schweren Zeiten ja auch Kundschaft. Sonntagnacht stehen um 3 Uhr wieder die Ersten auf der Matte, beziehungsweise liegen auf der Nebenstraße vor dem Hinterhof. Und bis zum Morgengrauen ist das Sträßchen voll mit Wartenden. Die Coroneros sind bereit und ehe der erste Sonnenstrahl die Wartenden stört, ertönt der Weckruf des Bären und die Gemeinde erhebt sich zum Morgenritual. Und schon sind die Bürokraten voll bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Klein Tangma und Rambo Palit sind auch schon zum Dienst angetreten, sind aber noch nicht ganz bei der Sache. Naja, ist noch ein wenig früh für 2 so kleine Coroneros, aber sie bereiten sich mental schon auf ihren Einsatz vor. Inzwischen wird es langsam hell und die Registrierung ist in vollem Gange. Jetzt sind Tangma und Palit auch einsatzbereit und ziehen mit Prop los, um den so früh angereisten Kindern eine kleine Freude zu machen. Die freuen sich so wie immer, wenn ihnen die Wartezeit versüßt wird. Bei den Bürokraten wird währenddessen fleißig weitergeschafft, aber mit einem weniger angenehmen Thema. Wir müssen leider die Kontrollmaßnahmen verschärfen. 3 oder 4 Familien haben versucht, sich unter 2 Namen registrieren zu lassen und damit die doppelte Ration zu ergattern. Wahrscheinlich aus echter Not, das ist verständlich. Aber wenn deswegen andere Familien gar nichts bekommen, dann kann das nicht geduldet werden. Unsere Mittel sind leider nicht unbegrenzt und wir hangeln uns oft von Woche zu Woche durch, um unserer Aufgabe gerecht zu werden. Unter anderem wird jetzt jeder, der sich registriert, mit einer schwer entfernbaren Stempelfarbe gezeichnet, damit er sich kein zweites Mal mit einer anderen ID-Karte eine weitere Nummer holt.
Ein etwas entwürdigendes Verfahren, auf dem wir leider zum Schutz aller Bedürftigen bestehen müssen. Das macht keinen Spaß und von der Crew hat sich keiner freiwillig dazu gemeldet. Das musste ausgelost werden. Wer registriert ist, wandert nach vorne und sucht sich ein Plätzchen am Straßenrand, um auf den Beginn der Ausgabe zu warten. Die rückt auch langsam näher. Im Lokal und auf der Straße ist alles vorbereitet und man wartet darauf, dass es losgeht. Der Ordner mit dem Lautsprecher gibt das Signal und die Essensportionen verlassen in ständigem Strom die Ausgabetische. Von den Coroneros kennt jeder seine Aufgabe, sowohl beim Verteilen wie auch beim Nachschub. Und auch bei den Bürokraten und den Ordnungskräften läuft alles reibungslos. Tangma und Palit haben sich des Nachschubs angenommen, weil sie fürchten, dass es dort haken könnte. Passiert natürlich nicht, dank ihres Einsatzes. Die beiden betrachten das noch als Spiel, aber ich versuche ihnen bei den Einsätzen beizubringen, dass es Kinder gibt, die sich eine ganze Woche lang auf einen Lutscher oder Luftballon freuen und dass die Menschen, die ihren Reisbeutel empfangen, vielleicht die ganze Woche davon leben müssen. Für Palit mit seinen 2 Jahren ist das noch etwas hochgegriffen, aber Tangma begreift das schon. Je eher man anfängt, Kinder für die Not anderer zu sensibilisieren, desto besser ist später ihr Verständnis dafür.
An der Front geht alles seinen Gang. Trotz einer gesperrten Fahrbahn gibt es keinen Stau, denn der Straßenverkehr ist dank Corona recht gering. Wenn der dann mal wieder richtig rollt, ist die Corona-Gang überflüssig und überglücklich, denn das wünschen wir uns am meisten. Dann gehen die letzten Rationen über den Tisch. Es wird aufgeräumt und der Wagen beladen mit der Verpflegung für die Nichtmobilen. Dank an die Ordnungskräfte, und der Dino zieht diesmal ohne Prop los, weil die sich heute noch intensiv um die alte Dame mit dem Sauerstoffdefizit kümmern muss. Aber Gong und Bett, die beiden Musketiere des roten Bentley, fahren als Helfer mit dem Dino. Bei den Immobilen ist heute der Großvater des Paares, das hinter dem Tempel wohnt, nicht da. Er ist ins Krankenhaus gefahren, um Medizin für seine Frau und sich zu holen. Bei der Großfamilie zeigt sich der Opa diesmal ohne Krücken. Er humpelt noch heftig, aber das wird auch noch besser, versichert er. Von den Kindern sind heute nur 2 da, aber für die anderen wird natürlich was hinterlassen. Die Hungrigen sind wieder für eine Woche versorgt. Die Coroneros genießen ihren wohlverdienten Feierabend. Prop wendet sich den Problemen der eigenen Familie zu und der Dino grübelt darüber nach, wie er sicherstellen kann, dass das Projekt bis zur Erlösung von Corona weiter finanziert werden kann.